So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Thea the Awakening. Wir sehen, hier gibt es den Cosmic Tree. Also wir müssen jetzt wir müssen Stücke des alten kosmischen Baumes quasi sammeln. Ich glaube, da könnte der... jetzt ist hier auch... Es gibt auf jeden Fall mehrere Punkte für die Cosmic Tree Quest im Moment. Was ist denn da jetzt? Spider, Queen, Giant, Crow und sowas. Ja gut, die können wir jagen. Nee, Taktik und Schleichen. Machen wir Taktik. Auto-Resolve, das ist kein Problem gegen die. Wir gehen erstmal in die Richtung. Hier müsste irgendwo auch dann was sein, wo die herkommen. Ich hoffe, dass das sich jetzt dem Dorf nicht zu schnell nähert. Ich meine, da sind zwar einige Leute, aber die sind nicht überragend ausgerüstet und auch nicht besonders stark im Verhältnis. Wobei, wir haben auf jeden Fall viele Schwerter, das heißt, die können gut was wegstecken durch Schild. Na komm, es wird schon klappen. So, wir laufen jetzt weiter in die Richtung, so gut es eben geht. Und irgendwo auf dem Weg wird schon was liegen, was wir... Passiert da unten was? Ach, die ziehen sich schon wieder zurück, die Viecher. Also wir gehen erstmal zu diesem Cosmic Trading. Vielleicht ist da dann auch einfach der Elf. Oh, was haben wir denn hier? Erstmal haben wir hier Spinnen, gegen die ich nicht direkt antreten will, wenn die angreifen können. Okay, tun sie trotzdem direkt. Das ist ja nervig. Komm, ich mache ein Auto-Resolve. Na gut, hat jetzt ihn erwischt. Ja gut, das Problem ist, dass unser Medic... Du Heilige, gibt es ja richtig viel zu sammeln. Dann teile ich die Leute mal auf, bis auf unseren Heiler, auch wenn ich glaube, dass es keinen Unterschied macht. So. Und warte erstmal eine Runde. Ja toll, jetzt ist unser Heiler verreckt. Ja gut, zum Glück hat unsere Hexe auch... na toll, jetzt ist unsere Gruppe zu schwer beladen, ist ja mal klar. So. Dismantle. Dismantle. Aber an sich, die Gruppe ist ja immer noch stark. Und Medic haben wir ja auch auf der Hexe. Und auf dem Weisen. So, ich nehme halt, wie man sieht, jetzt erstmal viel auseinander, um die Rohstoffe zu bekommen, aber auch um weniger Gewicht mit mir rumschleppen zu müssen. Aber sehr viel von diesen Sachen ist halt wirklich nichts Überragendes. Wir haben aber auch eine ganze Menge Scheiß dabei, dass nicht alles immer gedroppt wird. Langsam müsste es aber gehen, oder? So, wir sind nicht mehr überladen. Mal schauen, was ist hier. Ja, komm, Search the City. Ja, klar, wir kämpfen jetzt gegen Krähen. Das ist ja kein Problem. Und jetzt probieren wir in der nächsten Runde erstmal das Spinnennest platt zu machen. Gut, dass die sich jetzt gerade nicht bewegen wollen. Sieht da unten irgendwas? Ja gut, die bleiben, die sind da in der Nähe, aber sie... Oh, ist teuer, passiert irgendwas. You realize a group of attackers is approaching a village fast. To arms! The group of crazed scavengers attacks your village. They run around and try to grab whatever they can, while others attack your people. So, also attack them, fight. Dann divide your people into two groups, so that some may protect the goods and children, while others may fight. Yeah, 2 people will be removed from your party for any challenges. Das ist, ja gut, wahrscheinlich, wenn wir nur angreifen, verlieren wir ein paar Sachen wie Kinder oder sonst was. Und jetzt hier, your best warriors step up in arms drawn. We'll give you one chance to run now. Intimidate. Komm, probieren wir das mal. The scavengers stop in their tracks and look at you uneasily. Clearly, the sight of an organized group is making them unsettled. Leave now, scum, or else. Intimidate. Social challenge? You won the challenge. Your people make a lot of noise to make it seem like there is a lot more of you. Your best warriors tense their muscles and make themselves look scary, and your wise ones pretend to cast magic. It seems to work. This was too much for the scavengers. Not only do they leave,
but some manage to drop their stuff on their way. Und wir kriegen sogar mit 2 Charakteren 2 auf Speech. Und die Armbrust 7 Range Damage? Da sag ich nicht nein. Was passiert denn jetzt hier? You come across a hidden stash and it looks like whatever is inside may still be intact. Take the stuff. You have your loot safe in hand, but you can hear something approaching fast. Perhaps a guardian of the step. Ja, ich möchte sagen, da wir gleich ein paar Vierer-Challenges haben, möchte ich jetzt nicht riskieren, dass unsere Gruppe noch vorher verletzt wird. So. Erstmal schauen, kriege ich das Ding mit. Ja, Hunting. Haha. So, jetzt ziehe ich mich kurz ein bisschen zurück und lasse die da oben mal sein. In Ostroja kann ich jetzt... Ach, wir haben wieder einen Levelaufstieg, das ist sehr schön. Die Charaktere werden auch immer stärker, das ist sehr, sehr schön. Ach ja, genau, hier haben wir ja jetzt eine Armbrust bekommen. Kann auch sicher wer benutzen. Hat irgendwer noch gar nichts. Der hat noch gar nichts. Aber kann auch sein, dass die zu schwer für ihn ist. Oh, den Bogen könnte er ganz genau benutzen. Den jetzt zum Beispiel nicht, aber dann gebe ich ihm lieber den Bogen. Die Kriegerin, die kann doch sicher noch die Armbrust tragen. Dann. Ja gut, für sie wird es knapp mit Bögen und so. Ah, Song of the Forest klappt. Er hier hat einen Bogen, sie hat noch gar nichts. Zack. Und sie hat einen Bogen. Ja, passt. So, dann schauen wir nämlich jetzt nochmal. Ja, wobei, komm, lassen wir sie einfach da rumeiern. Wir gehen zu der Cosmic Tree Nummer, wenn da unten jetzt nicht irgendwas... Ah, die kommen dem Dorf gefährlich nah, das ist unschön. Aber zum Glück haben wir das Dorf ja relativ gut gesichert. Cosmic Tree Quest. Ach nee. Ah, you find your way back to the Elven Garden in Alicia and discover him sitting on a rock meditating. He still looks very weak, but as you walk towards him, he wakes and looks at you. So you have what we need? Oh no, not yet. I need to reserve my life force to make the compass. Please, only return when you have the cosmic shards from the dragon. Dragon? Be careful and go look. Good luck. Right, sorry, off we go. Okay. Siehe, wir müssen also ohnehin erst komplett woanders lang. Oh, encounter. Your scouts report a weird-looking metal box sitting on by the side of the path. They say the box has 3 levers and several interconnecting tubes and a small basket at the bottom where all the tubes end. Yeah. Investigate the bizarre box. You come closer and indeed there is the strange box. There's a sign scribbled above the box. It reads, "If you're clever, come whenever. If you're not, take a shot. If you come, bring some rum. And we'll all have fun." Ja, tolle Reime. So, it seems that something may come out of the tubes if you pull the right levers. Or it could all explode to, who knows, there are no instructions. Study the mechanism, würde ich sagen. Ich werde mich nicht auf Glück verlassen. Lucky for you, some of your party know their stuff about engineering. They inform you that this is some goblin contraption. And that they can guess what sequence to use to make it work. Great, have a go. Eine Ein-Stern-Challenge. The strange machine puffs and shakes as if it were about to fall into pieces before you. There's a bubbling sound from inside and steam comes out in huge puffs. Then finally a ball comes out of one of the tubes and lands in the basket. When you pick it up, it's a parchment. Well done, stranger. Now come and join the party at the crag. Map included. Please don't bring trouble, only fun people accepted. Nur spaßige Leute sind erlaubt. There's indeed a map drawn at the bottom. Okay. Da unten. Erstmal gehen wir hier lang. Wir wollen ja mal... Waren das jetzt die... Nee, das sind andere Viecher, oder? Auf jeden Fall hat das was mit einer Quest zu tun. Ostroja wird aber tatsächlich nicht angegriffen. Die werden nur umzingelt. Ah! Guided by Veles, you finally track down the Elven Wanderer. Ja, stimmt. Der hat gesagt, geh mal zu dem Elf und mach da mal dein Ding. Das war dieser Wahnsinnige, genau. You observe him for a time and come to the conclusion that he's stark raving mad. You witnessed him talking to himself, which was odd, but fine. You saw him hopping like a frog and eating flies for a time. Eccentric, you assumed.
But when he found a dying old man on the road and screamed, "All humans must die, everything must die," your suspicions became clearer. You then realized that he has a small following of equally crazed elves with him. Right, get in close and try to figure out how best to approach him. Killing the mad fella would likely be both merciful and easier, but you remember Veles said that you need him to give you his magic back. And who knows what may happen if he died. You hear a quiet whisper in your ear and it feels very familiar. Follow it. Sonst können wir den auch direkt ansprechen und sagen, "Hey there, traveler, we are servants of Veles himself, seeking your aid to restore God's power. Surely we will listen to Veles' plea." Ich würde sagen, erstmal hören wir der Stimme zu. A snake slithers in the grass and whispers to you. A simple task is insufficient here. This poor soul was driven mad when all but a few of his kindred perished, and then the sacred tree burned. He carries a burden beyond even his immortal strength. We must relieve him of it. He does not trust humans, so you will appear elven to him. I will whisper the right words into your ears, but we must plan this to the last letter. Okay, fine, let's do this. Tactical. Gut, taktisch. Nicht wirklich das Problem. Auto-resolve. You have won the challenge. Your plan worked well. The elven wanderer was suspicious at first, but you followed the snake's instructions, and you fooled the madman. He finally speaks to you. You're a strange kind of elf, one I do not know, yet there's no doubt of your kinship. You say you were sent by the elven brother Veles Alasandia the Wise, and that he has asked you to release my burden. This I will now do, and may you restore what was lost to us. The elf spreads his arms out. For the first time you see clarity in his eyes, as a stream of magical power begins to leave his body and form into a stone. Okay, wir kriegen einmal Münzen, die Attraktivität erhöhen, ja. Money. Und Gotral kriegt Taktik. Sogar gar nicht mal wenig, 3 Punkte. Wait for the elf to finish his task. With his power restored, Veles can take his place in the Pantheon again and help restore balance. You honor the balance of the universe and allow the elven wanderer to complete his task. Once all the magic leaves his body, you see the elf weakening and perishing before your eyes. When you touch the magic stone that remains, you feel Veles draining its power through you. It will take long years, decades, for your god to fully restore his power, but once he does, he can help rebuild the Pantheon and restore balance. You feel Veles' approval of your wisdom and patience. 3 Magic für Pavel und Strogobo, ist doch schön. Rejoice in this victory! You're about to depart when you are met by a hanged man ghost. The ghost speaks. The Lord of the Underworld has commanded me to come here and serve you until such a time when my soul can be put to rest. You feel the ghost speaks the truth. You have acquired Ghost. Great, welcome friend. Live together. Wir haben jetzt also einen Geist. Zählen wahrscheinlich von der Art her als Dämonen. Ich guck einfach mal. Geist. Nee, Class Ghost ist eine eigene. The souls of the dead roaming Thea's lands. Oddly enough, some can carry equipment. They also have a range of useful skills to help in challenges. 25 Grundrüstung, 15 Stärke, 28 Grundschaden ohne Waffen. Das ist verdammt hart. 3 auf Curse. Die sind auch noch für Hex-Challenges ziemlich gut. Stealth. Der Geist ist stark, muss man sagen. Leider haben wir jetzt noch nicht so geniale Rüstung und Waffen, aber bei das hier. Tack. 750 Traglast. Also echt, da sind, na gut, die Orks sind natürlich stärker, aber hier zum Beispiel. Gut, was haben wir hier? Distract. Ja. Ansonsten haben wir hier noch. Ja, komm, machen wir den Geist attraktiver. Aber sonst haben wir jetzt nichts, was nicht von der Gruppe auch benutzt wird. Das ist okay. Ancient Tomb und ja, da sind halt diese. Ja, komm, wir gehen in die Richtung. Wir können ja momentan noch verhältnismäßig weit sehen. Aber jetzt haben wir einen Geist dabei, das ist cool. Ja, gut, Ostroja wird angegriffen. Ja, das schaffen sie. Auto-Resolve, zack. Eine Dreier-Challenge überstehen die in dem gut verteidigten Dorf ziemlich gut. Ah, jetzt wird es wieder dunkel, so eine Scheiße.
Die Ancient Tomb schaffen wir nicht. Troller auch nicht, aber 4er-Challenge wird hart, aber ich denke, das schaffen sie. Das schaffen sie ohne Verluste? Das ist... Okay, die Palisade, die wir gebaut haben und sowas, muss verdammt geil sein. Oh, einer hat nichts mehr zu tun. Einer ist die Rüstung fertig. Was können wir denn noch machen? Schilde vielleicht. Gute, schöne Schilde. Wenn wir jetzt hier sowas einbauen und dann sagen wir... Oder nee, ja doch. Und das Ding beispielsweise aus dem Holz machen, was kriegen wir dann da raus? Floating Shield. 8 Armor, 8 Shielding, 1 Leech. Das ist geil. It is so light and graceful, it seems as if it would float in the air. Was passiert, wenn wir stattdessen das hier nehmen? Ist wahrscheinlich Leech weg. Ja. Aber dafür ein Shielding mehr. Ah, für... was passiert, wenn wir das nehmen? Dann haben wir Monster Shell. Armor 5. Da ist das natürlich dann insgesamt... Ne, das macht keinen Unterschied. Armor 7, Shielding 8. Shield. Standard Issue, Steel Made, Medium Sized Shield. Ich würde sagen, komm, wir nehmen das Drachenleder. Einfach, weil das richtig geile Werte gibt. Dann macht jetzt jemand ein Schild. Und wir können jemandem was anziehen, nämlich hat jemand eine Rüstung gebaut, nämlich eine, was, die hier? Ja, 16 Armor, 2 Leech. Da kriegt unsere... Wie, das ist zu schwer. Nehmen wir eben das weg und packen ihr dann einen Bogen statt einer Armbrust rein. Ach. Das will eine Kriegerin sein. Okay, die können sich auf jeden Fall sehr gut verteidigen. Ja, gut, eine Dreier-Challenge ist nicht das Problem, wenn die uns jetzt angreifen sollten. Tun augenscheinlich gar nichts. Ach, die wandern immer weiter runter. Ja, komm, machen wir die hier erstmal platt. Vielleicht gibt es gute Ausrüstung. Hunting! Immerhin kriegt man Fleisch. Ich werde diese 5er-Challenge erstmal links liegen lassen, weil das ist für mich doch etwas heftig. Oh! Moment. New Villager. 2 neue. Ein Goblin-Krieger. Das ist geil. Und ein Wolf. Ja, Class Beast. Beasts can be great companions. Some are quite strong or have superior senses. Others can be poisonous, so you better treat them well. Er hat tatsächlich einen auf Poison als Wolf. Ja gut, schlechte Zahnhygiene, schätze ich mal. Aber ein Goblin ist schon geil. Weil man sieht auch hier, die haben verhältnismäßig hohe Grundwerte. Also Damage 24 von Anfang an. Ja, jetzt haben wir hier Goblin Warrior und Wolf, ne? Der Wolf kann leider jetzt nichts Besonderes tragen, der kann halt nur ein Schmuckstück tragen. Das zum Beispiel nicht, das ist auch ein Artefakt. Ja, zum Beispiel ein Halsband. Oder ein Ring. Der Goblin hingegen kann ein bisschen bessere Sachen tragen und er hat auch eine verhältnismäßig gute Traglast. Wir können den Goblin also richtig... Was steht denn hier? Class Goblin. Smaller than man, thin, rugged, greenish skin, long ears, sharp teeth, excellent tradesman and very good with animal training. Ja komm, geben wir ihm die dicke Rüstung. Zack. Dann vielleicht noch eine etwas bessere Waffe. Ich meine, da gibt es definitiv Besseres, was wir hier haben. Zum Beispiel Svarogs Needle. Jetzt hat er auch genug, um sich noch ein Schild dazu zu nehmen. Tag. Und jetzt haben wir vielleicht noch... Wir haben doch noch eine Armbrust. Nimmt er die. Und jetzt hat er auch definitiv noch genug, um sich sowas hier zu holen. Dexterity oder Will. Komm, Dexterity. So, und unser Goblin ist ausgerüstet. Ach ja, und es gibt natürlich Leute, die noch nichts zu tun haben. Construction. Ach ja, genau, wir haben ja jetzt die Totem. Also, dass wir bauen könnten. Oder haben wir schon eins gebaut? Ja, komm, dann werde ich mal hier Paste abreißen. Und Production. Construction. Totem, was haben wir denn Schönes dafür? Okay, mit dem ganzen Leben könnten wir auf jeden Fall sagen, wir bauen nochmal was entsprechend... Wobei ich glaube, ich werde
warten, bis die Gruppe wieder da ist dafür. Bis dahin machen die anderen einfach. Der Wolf hat 3 Crafting, warum? Ich kann den Wolf theoretisch Fleisch kochen lassen. Hier sind die Slavers, genau. You approach the slavers and see they are a mixed group of different peoples, including orcs, humans, goblins and even dwarves. They drag behind them a row of malnourished, worn-out slaves, including children, shackled and cruelly whipped by their captors. The slavers are well armed, but they have clearly seen some fighting not long ago, as they have bandages and look banged up. Okay. Dann würde ich sagen, probieren wir es erstmal mit einer... Komm, ich würde sagen, wir machen es mit dem Ambush. Ich glaube nämlich ansonsten, wenn wir sagen, hey, lasst die Sklaven hier, dass die dann die wahrscheinlich bedrohen. Ja, komm. Tactical. Auto-Resolve, klappt sicher. You sneak up ahead of the slavers and find a perfect spot for an ambush. You hit them hard before they even know something is up. Some slaves died during this skirmish, but some remain alive and rejoice at your heroism. Wir kriegen 2 Kinder. Gather the people and leave. You gather up those who can still walk and make a quick burial for those who did not make it. 2 Kinder. Und jetzt haben wir da in dieser Gruppe auch gleich 2 gekriegt. Aber bevor es weitergeht, mache ich hier wieder einen Schnitt. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Play. Lasst konstruktive Kritik, vielleicht ein Däumchen nach oben da. Und wir sehen uns mal wieder. Lasst weiterhin in den Kommentaren da, ob ihr nach Ende dieser Runde eine weitere Thea-Runde mit einer anderen Gottheit oder so sehen wollt. Oder ob ich ein anderes Spiel spielen soll. Bis dahin, Cheerio!